Eine Achterbahn wird in die Luft gesprengt, ein ganzer Freizeitpark wird für immer geschlossen. Tödliche Unfälle, neue Achterbahnen, die kommen und viele Updates jetzt in diesem News-Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Video Magazin, in einem neuen Video meinerseits, in einem neuen News-Video. Und es ist schon wieder einiges los, einiges passiert und die wichtigsten Sachen habe ich ein wenig für euch zusammengefasst. Von tödlichen Unfällen über gesprengten Achterbahnen, geschlossenen Freizeitparks und neuen Achterbahnen, auch in Deutschland. Und auch in den letzten Tagen habt ihr ja verschiedene Einzelvideos hier auf dem Kanal gesehen, wo wir verschiedenste Neuheiten besprochen haben. Und bevor wir jetzt in die Themen rein starten, kommen wir mit einem kleinen Clip zum Sponsor des heutigen Videos und das ist Aufwind Rides aus Deutschland, die Dark Rides, Thematisierung, Simulatoren und ähnliche Sachen bauen. Made in Germany. Checkt das mal kurz aus. Wir starten mit Phantasiana Erlebnis Parkstraße Waldchen und Helios. Helios wird eine neue Achterbahn, die dort gerade gebaut wird. Wir haben einen Baustellenrundgang euch auch schon gezeigt und ein bisschen was zu der Bahn schon erklärt. Und jetzt ist das Einzelfahrzeug vor Ort angekommen. Da übrigens noch mal ein kleiner Exkurs zu der Diskussion, ob das jetzt ein Big Dipper oder ein Striker Coaster wird. Und zwar sagt Mack Rides selber, bei einem Einzelfahrzeug handelt es sich um einen Big Dipper und bei einem Zug handelt es sich um einen Striker Coaster. Hier haben wir ein Einzelfahrzeug mit der Krux aber, dass Phantasiana selbst in ihrem Kaufvertrag etwas von einem Striker Coaster stehen haben, schwarz auf weiß. Also entweder gibt es jetzt den Big Dipper nicht mehr oder man benutzt einfach immer irgendwelche Worte oder irgendwelche Typenbezeichnungen. Das sind Sachen, die ich mir übrigens nicht ausdenke. Das sind Sachen, die zum Beispiel Mack Rides oder Phantasiana sagen. Das sind die offiziellen Statements zu dem Ganzen. Also gefühlt weiß bei Mack selber keiner, was sie da so genau machen. Und es ist am Ende auch total egal, wie das heißt, sondern es geht darum, dass wir eine tolle Attraktion bekommen. Und mit Helios werden wir das, glaube ich, auch bekommen. Und das Fahrzeug ist vor Ort angekommen, kommt mir vom Design leicht bekannt vor. Ich meine, das irgendwo so schon mal gesehen zu haben. Nichtsdestotrotz ist das Fahrzeug nicht nur angekommen, sondern inzwischen gab es sogar schon die ersten Testruns und jetzt auch offiziell öffentlich können wir über das Eröffnungsdatum sprechen und am 12. April 2025 wird Helios für alle öffnen und wir können alle Helios im Phantasiana Erlebnis Parkstraße Waldchen fahren. Eine Achterbahn von Mack Rides. Eine gesprengte Achterbahn, das gab es, glaube ich, noch nie. Und die Bilder sind überall rumgegangen, das werdet ihr auch schon gesehen haben. Aber der Vollständigkeit halber müssen wir die Sprengung von King Dakar im Six Flags Great Adventure einmal mit hier reinpacken. Denn normalerweise werden Achterbahnen entweder normal zurückgebaut, abgebaut, damit man sie entweder noch mal irgendwo anders aufbauen kann oder die werden auseinandergeschnitten bzw. mit Schweißbrennern auseinander getrennt. King Dakar wurde auch erstmal natürlich alles so abgetragen, wie man es normalerweise kennt, wie Achterbahnen zurückgebaut werden, aber der ganze Turm mit dem Top-Hat und den 3 angeflanschten Freifalltürmen ist erst einmal stehen geblieben und dieser wurde wirklich spektakulär gesprengt. Also klar, eine Sprengung ist immer spektakulär und den hat man in die Luft gesprengt, dann ist das Ganze umgekippt und einfach in seine Einzelteile auseinandergefallen. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie schon teilweise Schrauben vorher gelöst wurden
oder ob das wirklich durch die Wucht des Aufpralls, dass da wirklich jeder Bolzen auseinandergebrochen ist und deswegen da auch alles gefühlt in ordentlichen Einzelteilen lag. Falls ihr King Dakar nicht kanntet, das ist eine Achterbahn, die von 2005 bis 2024 stand. Die höchste Achterbahn der Welt war mit 139 Metern Höhe und dann zuletzt die zweitschnellste Achterbahn der Welt mit 206 km/h, die man von 0 auf 206 in 4 Sekunden erreicht hat und natürlich zum Zeitpunkt der Eröffnung auch die schnellste der Welt war. Die aktuell höchste Achterbahn der Welt steht übrigens in Spanien, also mitten in Europa, und das mit Red Force und einer Höhe von 112 Metern. Und logischerweise spreche ich dann von gerade im Betrieb befindlichen Achterbahnen. An der Achterbahn Eyanaika im Fuji-Q Highland in Japan kam es zu einem tödlichen Unfall. Die Achterbahn war geschlossen für normale, reguläre Wartungsarbeiten und um die neuen Mitarbeiter haben sich auch darum gekümmert und haben an dieser Achterbahn gearbeitet. Als sich dann ein Zug in Bewegung gesetzt hat und ein Mitarbeiter eingeklemmt hat und so wie das teilweise aus Berichten zu lesen war, irgendwie auch den 29-Jährigen überrollt hat und der Familienvater ist dann später im Krankenhaus an seinen Verletzungen verstorben und die Bahn bleibt jetzt bis auf weiteres erst einmal geschlossen. Das Ganze hat sich übrigens am 28. Februar zugetragen. Und ja, Arbeitsunfälle passieren immer tagtäglich überall, aber in diesem Kontext hier gehört das halt hier auch in so Newsvideos mit rein. Der Oakwood Theme Park bleibt für immer geschlossen. Der größte Freizeitpark in Wales in United Kingdom bleibt für immer geschlossen und das überraschenderweise war vorher nicht angekündigt und es gab zum Beispiel vom ECC noch geplante Events dieses Jahr und der Park hat einfach regulär letztes Jahr seine Saison beendet und jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass man nie wieder aufmachen wird und der Park geschlossen bleibt. Von 1987 bis 2008 war der Freizeitpark Oakwood in Familienbesitz und wurde dann an Aspro Parks aus Spanien verkauft. Die sind eine kleine Freizeitparkkette, haben zum Beispiel die beiden Valigator Parks in Frankreich oder auch den Bordeaux Park in Belgien inne und den gehörte dann seit 2008 Oakwood Theme Park. Man hat direkt am Anfang schon investiert und was auch noch zu diesem überraschenden Ende, also was das unterstreicht, dass das jetzt nicht von langer Hand geplant war, ist zum Beispiel, dass man 2023 noch 1,6 Millionen Pfund in das Retracking von Megaphobia gesteckt hat, was die lokale Holzachterbahn ist. Die Schließung begründet man übrigens damit, dass es einen starken Rückgang von den Besucherzahlen gibt, sowie erhöhte Kosten in Form von Sozialabgaben bzw. auch Steuern. Und es sieht wohl auch so aus, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, dass irgendjemand anderes den Park übernimmt, sonst hätte man den wahrscheinlich auch verkauft und nicht einfach komplett geschlossen, denn es sind wohl auch schon Attraktionen abgebaut worden in Oakwood. Wenn ihr sehen wollt, wie der Park mal war, ein Video dazu findet ihr hier, den haben wir schon besucht und da gab es halt wie Megaphobia, eine grandiose Holzachterbahn oder auch irgendwie cool und für mich irgendwie popkulturell ziemlich verankert. Achterbahn Speed No Limits, die jetzt nicht unbedingt gut war, aber irgendwie trotzdem ja, für mich irgendwie eine wichtige Bahn war. Aber auch andere Freizeitparks werden verkauft, wie zum Beispiel der Parc du Petit Prince in Frankreich, direkt an der deutsch-französischen Grenze. Kleiner, süßer, familiengeführter Familienfreizeitpark, haben wir euch auch schon mal gezeigt, die letztes Jahr auch ihr 10-jähriges gefeiert haben. Und der Petit Prince wurde verkauft an die polnische Gruppe Grupa Pitak und die haben eigentlich überwiegend so Shopping, Fashion Center, Malls betreiben diese Investorgruppe, aber auch den Freizeitpark Mandoria. Und Mandoria habt ihr hier auch auf dem Kanal schon gesehen. Sehr, sehr geiler Indoor-Freizeitpark, die ja auch im Januar eine neue Vekoma Family Launch Achterbahn eröffnet haben. Und super gut gestalteter Park mit einem ziemlich coolen Portfolio an Attraktionen. Und die Leute, die Mandoria machen, beziehungsweise die Gruppe, wo Mandoria zugehört, haben jetzt Petit Prince gekauft. Die wollen auf jeden Fall in Frankreich investieren und man hat auch schon angekündigt, 2026 eine neue Achterbahn zu bringen. Ja, schade, dass so ein Familienpark verkauft wird. Andererseits aber auch echt cool, dass es dann eine neue Achterbahn geben wird. Frischer Wind ist auch ein gutes Stichwort. Host Park Attractions sind jetzt auch auf Social Media, hat bei denen ein bisschen länger gedauert und es gibt jetzt offizielle Instagram- und Facebook-Accounts von Host Park Attractions, LinkedIn bzw. auch YouTube gab es ja schon und jetzt gibt es mit Link in der Videobeschreibung Host Rides auch auf den Social Media Kanälen Instagram und Facebook. Diese andere Seite, die viele schon irgendwie folgen und so weiter und so fort, das ist
übrigens eine Fake-Seite, das ist nicht die offizielle Seite. Link in der Beschreibung. Das ist jetzt offiziell Huss Park Attractions und der offizielle Account und die beiden offiziellen Accounts von Huss Park Attractions. Einmal der Vollständigkeit halber hier auch. Ich hatte das ja auch in der Story, wie ihr gesehen habt, schon mal gepostet. Und auch sehr spannend wird es im Hansapark und Best Kept Secret 1 wurde enthüllt, und zwar, was es denn so Neues im Hansapark geben wird. Es gibt ja eine kleine Baudoku und überwiegend bespricht man jetzt gerade nur die Grundlage für vieles Neues, und zwar ein neues riesiges Gebäude. Aber 2026 gibt es im deutschen Hansapark eine neue Achterbahn und wir kriegen sogar ganz viele Infos vom Park direkt selbst mit an die Hand, denn es wird ein neuer Family Coaster der Firma Gerstlauer Amusement Rides und der wird einige Besonderheiten haben, und die Fakten neben dem Design, das wir jetzt auch schon hier sehen können wir euch schon mal sagen, dass es ca. 570 Meter lang wird, dreimal vorwärts und dreimal rückwärts gefahren wird mit ca. 50 km/h. 18 Meter wird die Bahn hoch und im Themenbereich Bezauberndes Britannien stehen. Sehr, sehr schön, sehr cool, und das kann der Hansapark auch sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, freue mich darauf. Werden wir euch natürlich auch alles zeigen. Ich habe richtig Bock. Hansapark, so ein Herzenspark und sehr schöner Freizeitpark. Und na, eine neue Achterbahn 2026 ist doch eine sehr gute Nachricht. Und es ist der 8. Coaster, die 8. Achterbahn des Hansapark. Es wird die 4. Familienachterbahn des Hansapark werden. Wir haben hier das Design des Frontcars, wir haben schon die Thematisierung, und das Schönste ist, wir haben bereits angefangen zu bauen. Wir werden eröffnen im Laufe der Saison 2026. Und wenn wir bei neuen Achterbahnen von Gerstlauer Amusement Rides sind, kleines Update aus dem Park Asterix. Dort entsteht ja auch eine neue Achterbahn, Spinning Coaster von Gerstlauer, und der wächst auch immer weiter in die Höhe, sieht sehr schön aus. Und auch hier freue ich mich auf die erste Fahrt auf Cetotomatics, und ja, ich finde, das ist auch eine ziemlich spannende Entwicklung im Park Asterix, der bessere Park bei Paris, und gefällt mir auch sehr gut. Kleines Update aus Cedar Point und dem Frontcar der neuen Achterbahn Siren's Curse. Das wird ja von Vekoma ein sogenannter Tilt Coaster, also eine Achterbahn, wo die Schiene um 90 Grad gekippt wird und man dann in die Tiefe stürzt. Und hier sieht man dann schon das Fahrzeug, was Onboard Sound haben wird und auch Beleuchtung. Wenn euch interessiert, wie diese Beleuchtung und Onboard Sound alles genauer im Detail aussehen, wie das funktioniert, hier gibt es ein Video von uns von Vekoma. Da waren wir bei Vekoma an Werk und haben da auch über den Tilt Coaster ein bisschen ausführlicher gesprochen. Wenn wir schon bei kleinen Meldungen sind, auch noch was für die Kirmesfreunde unter euch. Und zwar wird Stefano einen neuen Booster von Fabri nach Deutschland bringen. Den Schwabenpark hatten wir auch in den letzten News-Videos immer öfter mit dabei. Und da gibt es ja einiges Neues in der Saison 2025 und einige Änderungen. Unter anderem verlässt jetzt zum Beispiel das Flying Wheel den Park und geht ins Zirkusland. Aber es wird auch noch was weiteres Neues geben. Passend zum bereits in einem der Newsvideos angekündigten Bauernhofspielplatz wird es auch einen Mähdrescher-Spielplatz geben, und das in Kooperation mit Klaas. Der Schwabenpark und Klaas werden zusammen diesen Mähdrescher präsentieren, und Klaas kennt ihr wahrscheinlich alle, einer der weltweit führenden Hersteller für Landmaschinen, und wie geil sieht das bitte aus? Ich als Kind hätte das sowas von abgefeiert, wenn man dann einen Mähdrescher hat, in dem man spielen kann. Man kann jetzt nicht nur vorne durchkrabbeln, sondern es gibt eine bespielbare Kanzel mit Sitz und Lenkrad und allem drum und dran. Sehr, sehr geil. Also wer das nicht gut findet, wer einen Mähdrescher nicht gut findet, das kann ich eh nicht verstehen. Eine der Neuheiten auf jeden Fall jetzt im Schwabenpark 2025 von vielen Sachen, die wir in den letzten News-Videos hier schon vorgestellt haben. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, wisst ihr das auch, habt ihr das schon gesehen? Wenn nicht, dann holt ihr das jetzt auf jeden Fall nach. Kostet euch nichts, hilft mir aber ungemein weiter. Der Silverwood Theme Park ist ein Freizeitpark in den USA, den haben wir auch schon gezeigt, und Tremors ist eine Holzachterbahn, die dort steht. Auch dazu gab es Videos, weil das einfach eine unfassbar gute Bahn ist. Super viele Tunnel, super geiles Layout, hat richtig Spaß gemacht. Und Tremors bekommt ein komplettes Makeover. Die ganze Bahn wird renoviert und auf den neuesten Stand gebracht und soll im Sommer 2025 wieder an den Start gehen. 1999 wurde diese Bahn von Custom Coasters International gebaut und fuhr mit einem PTC-Zug, also Philadelphia Toboggan Coasters. Die sind dafür bekannt, Holzachterbahn-Züge zu bauen. Jetzt kommt
einfach mal alles neu, denn die Holzschienen fliegen komplett raus, beziehungsweise sind komplett rausgeflogen. Und es gab auf der Strecke schon Stahlschienen, die ersetzt wurden, haben wir ja in einem Video drüber gesprochen. Das ist der sogenannte 208 Retrack der Firma RMC. Rocky Mountain Constructions haben wir auch im Werk besucht. Die sitzen nämlich 20 Minuten von Silverwood Theme Park entfernt. Und die haben dann so ein Retracking-System, das nicht diese verrückten Fahrfiguren ermöglicht, wie diese iBox-Schienen, die man sonst von denen kennt, sondern 1:1 Retracking und man ersetzt dann die Holzschienen bei Holzachterbahnen durch Stahlschienen. Super geiles Fahrgefühl, super geiles Erlebnis, hat richtig Bock gemacht. Jetzt kommt das komplett auf den ganzen Track. Damit aber nicht genug und damit kommen wir vielleicht auch zur Krux. Denn darauf fuhr ja ein PTC-Zug mit Stahlrädern und der fliegt auch raus und es wird 2 neue Züge geben. Einmal zur Erhöhung der Kapazität von 1 auf 2 Zügen und zum anderen wird es von Great Coasters International GCI die Millennium Flyer Züge geben, 2 Stück und die laufen dann auf Polyrädern, um das Ganze noch mal ein bisschen geschmeidiger und sanfter zu machen, wo ich Angst habe, dass es zu sanft werden könnte, aber mal gucken, wie es wird und erst mal fahren. Aber grundsätzlich soll das Ganze halt smoother werden und ein komplettes großes Upgrade für diese Bahn sein. Kommen wir zum italienischen Mirabilandia, ein Freizeitpark, über den wir auch schon gesprochen haben. Und zwar gibt es ja ein neues Nickelodeon Land 2025 dort zu entdecken. Und jetzt kommen wir zu Part 2 mit den Attraktionen, die Mirabilandia für uns bereithält im neuen Nickelodeon-Bereich. Und sehr cool, man wird SpongeBobs Haus sich angucken können und von innen sogar. Ein begehbares SpongeBob-Haus wird es geben. Dann auch im letzten Video schon mal angeteased Cowabunga Cards, Cira Force Coaster, der sich den Turtles gewidmet hat. Eine komplett neue Achterbahn für den Park. Dann gibt es die Taubennüsschen als Gastronomieangebot. Ich bin ein taubes Nüsschen. Ja, genau. Super geil. Und damit wird das Gastronomieangebot erweitert. Das Nickelodeon Theater. Schon wieder gibt es nur ein Zelt. Ich weiß nicht, warum Nickelodeon, Bühnen und Theater immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Dann im New York Daily wird es zusammen mit den Turtles ein Pizzarestaurant geben. Dann gibt es natürlich den Nickelodeon Shop. Splish Splat wird der Wasserspielplatz sein, der hier entsteht. Jellyfish Jam ist ein Quallenkettenflieger, der unglaublich gut auf dem Artwork schon aussieht. Da bin ich sehr gespannt, wie es fertig sein wird. Und mit Bikini Bottom Express wird es einen Flying Bus geben. Absolute Klassiker-Attraktion und sehr coole Erweiterung. Also wirklich mit dem, was wir in den letzten News-Videos hatten, plus das jetzt, also die krasse, massive Erweiterung des Bereichs des Nickelodeon Lands, beziehungsweise das Nickelodeon Land kommt hier komplett neu nach Mirabilandia und ein paar alte Attraktionen werden umgestaltet und einiges Neues kommt dazu. Wenn ihr euch jetzt fragt, Alter, wer hat denn sonst noch so einen Nickelodeon-Themenbereich oder wo gibt es komplette Nickelodeon-Freizeitparks, habe ich hier ein komplettes Video gemacht über alle Nickelodeon-Freizeitparks und Themenbereiche, die es auf der Welt gibt und was es sonst noch so gibt, außer diese Bereiche, wie zum Beispiel eigene Nickelodeon-Hotels und so weiter und so fort. Das erfahrt ihr in diesem Video. Und ansonsten sehen wir uns jeden Tag um 18 Uhr zum neuen Video wieder hier auf dem Right Review YouTube-Kanal.